Entschuldigung. Ja, man muss mich schon verkabeln, ne? Man muss mich halt auf der Bühne. Also sage ich spontan was auf der Bühne, denn wir müssen immer schlagfertig sein als AfD. Die anderen machen es uns nicht leicht, aber wir kämpfen für Deutschland. Wir kämpfen für Brandenburg. Und aus jeder Ecke Brandenburgs wird der Wandel passieren. Aus jeder Ecke Brandenburgs muss der Wandel passieren. Aus Bad Freienwalde und aus allen anderen Orten hier in unserem wunderschönen Bundesland. Wir müssen handeln. Weil wir ja sehen, dass die Regierung absolut nichts verstanden hat. Da geht eine Nancy Faeser, ja, es tut mir leid, die muss ihr Fett wegkriegen heute. Da kommt eine Nancy Faeser und macht eine große aufgelegte Woche mit Asylgesprächen, wo sie doch angeblich das Asylrecht verschärft. Und wisst ihr, was die Verschärfung des Asylrechts ist? Die Leute kommen über die Grenze. Dann werden sie über die Grenze gebracht, auch wenn sie aus Österreich kommen oder Polen. Und dann soll es ein beschleunigtes Verfahren geben. Also die Leute werden erstmal nach Deutschland reingebracht, wo man dann hofft, dass sie beschleunigt wieder rausgebracht werden. Aber diese Bürokratielösung hat halt einen Haken. Wenn Österreich oder wenn Polen Nein sagt und die Leute nicht mehr wollen, ja, dann kommen die Leute trotzdem. Und genau deswegen haben wir letztes Jahr über 300.000 illegale Migranten gesehen. Wir haben alleine schon dieses Jahr über 160.000 illegale Migranten gesehen. Bis Jahresende werden es wahrscheinlich auch 300.000 sein. Und weil die vielen 100.000 illegale Migranten, die mittlerweile millionenfach im Bürgergeldsystem sind, es sind 2,656 Millionen Ausländer im Bürgergeld, 2,88 Millionen Deutsche. Nächstes Jahr haben wir den Kipppunkt erreicht, dann können wir das Ding endgültig in Migrantengeld umbenennen. Und nachdem es schon so viele sind, hat sich Nancy Faeser gedacht, ist doch toll. Dann erhöhen wir die Rate noch ein bisschen weiter, macht ein Migrationsabkommen mit Kenia und will jetzt, dass 250.000, eine Viertelmillion Kenianer nach Deutschland kommen, um hier Bus zu fahren. So, und jetzt muss ich mir mal ganz ehrlich die Frage stellen. Also Busfahren, da habe ich jetzt vielleicht eine naive Vorstellung davon, aber irgendwie braucht man dafür halt einen Führerschein. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es nicht ausreichend mögliche Busfahrer unter den über 2 Millionen Langzeitarbeitslosen gibt, die wir in Deutschland haben. Natürlich brauchen die eine Zusatzqualifikation, aber dann gebe ich doch meinem Arbeitslosen die Zusatzqualifikation und nicht irgendeinem importierten Kenianer, der mir potenziell nach 10 oder 20 Jahren wieder im Sozialsystem rumliegt. Und genau das ist der Wandel, den wir brauchen. Die anderen kennen im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenze. Sie werden immer weitere Leute importieren. Sie werden die Grenze immer weiter undicht halten. Und genau deswegen braucht es einen Anfang in einem Bundesland, damit wir diesen ganzen Prozess stoppen können. Für Abschiebungen ist nämlich das Land zuständig. Und eins kann ich Ihnen versprechen, wenn die AfD an die Macht kommt, dann wird abgeschoben. Und ich sage Ihnen auch, wen wir so alles abschieben. Wir schieben die ganzen Leute ab, die sowieso illegale Migranten sind, die vor nichts und niemandem geflohen sind, die keine politisch Verfolgten sind, die keinen Krieg hatten, da wo sie herkommen. Die schieben wir ab. Ich sage euch, wen wir noch abschieben. Wir schieben auch all diejenigen ab, die zwar vielleicht aus einer bürgerkriegsähnlichen Situation kommen, Syrien, Afghanistan, sonst was, die aber 13 Länder durchquert haben, bis sie an der deutschen Grenze aufgetaucht sind, um dort das Zauberwort Asyl auszusprechen, um an die Goldmittel zu kommen, die wir im Bürgergeld haben. Auch diese Leute schieben wir ab. Wir schieben all diejenigen Leute ab, die unter Angabe falscher Informationen nach Deutschland gekommen sind, die ihre Karriere hier in Deutschland mit einer Lüge begonnen haben. Diese Leute schieben wir ab. Wir schieben all die Leute ab, die sich einbilden, dass sie hier mit Messern herumlaufen müssen und andere bedrohen müssen. Wir schieben all diejenigen Leute ab, die unsere jungen Schülerinnen teilweise schon
tagtäglich bedrohen auf dem Weg zur Schule. Wollen wir nicht im Busch Ficki Ficki? Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe eine Schülerin gehabt, der das passiert ist. Die ist auf dem Weg zur Schule angesprochen worden von einem dieser wunderbaren Migranten. Er möge doch mit ihr im Busch Ficki Ficki machen. Gott sei Dank war das ein Sportass, die ist ihm einfach davongerannt. Aber das ist die Realität in Brandenburg und das kann doch nicht wahr sein. Solche Leute schieben wir ab. Danke. Solche Leute schieben wir ab. Und wisst ihr, wofür dann Platz ist? Für all die Rentner, die sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Für die jungen Studenten, die endlich in eine Universität ziehen wollen. Für die jungen Arbeitnehmer, die eine Familie gründen wollen und die sich das im Moment nicht leisten können. Was übrigens der nächste Zynismus unserer Regierung ist. Vor dem Bundespresse- und Informationsamt steht ein großes Plakat. Ein Zimmer, WG, Küche, Sozial. Das, meine Damen und Herren, ist die Vorstellung der Bundesregierung, wie die Deutschen in Zukunft zu leben haben. Auf einem Zimmer mit WG, Küche, während den Migranten ein Einfamilienhaus hingestellt wird. Nur eins muss man ganz laut sagen, meine Damen und Herren, mit einem Zimmer und WG-Küche ist kein Platz für Familie, ist kein Platz für Kinder. Und wir wollen Platz für Familien, wir wollen Platz für Kinder, denn wir sind die Partei der Zukunft Deutschlands, wir sind die Partei der Familien, wir sind die Partei des sozialen Friedens. Und mein Traumkonzept ist nicht ein Zimmer und geteilte WG-Küche. Mein Traumkonzept ist, dass jeder, der das möchte, sich in Freiheit ein Einfamilienhaus beziehen kann, wenn er denn arbeitet, wenn er Geld erwirtschaftet. Dafür müssen wir kämpfen, dass sich jeder sein Stückchen Freiheit erarbeiten und erkämpfen kann. Frei von bürokratischen Auflagen, frei von dieser ganzen Kontrolle, frei von diesen Beschränkungen, frei von diesen Steuern, frei von dieser ständigen Unsicherheit, die unsere Bundesregierung verbreitet, indem sie unsere Gesellschaft kaputt macht. Und sie sind ja durchaus kreativ darin, wie sie unsere Gesellschaft kaputt machen können. In den Schulen wird jetzt ja mittlerweile in der 1. Klasse unterrichtet, dass die Jungs vielleicht keine Jungs sind und die Mädchen vielleicht keine Mädchen. Und wenn sie, wie es in dem Alter üblich ist, mal ein Rollenspiel machen, dann kommt gerne mal eine Pädagogin und sagt, oh du Jonas, vielleicht bist du ja gar kein Junge, vielleicht bist du ja ein Mädchen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Es gibt viele, die wissen bei Geburt nicht, was sie sind. Und dann beginnen Hormontherapien gegen Einverständnis Eltern und Operationen und all das nur um einer LGBTQAI+-Ideologie zu genügen, wo ich nicht einmal weiß, wofür LGBTQAI+ überhaupt steht. Wer weiß nicht, wofür LGBTQAI+ steht? Wisst ihr was? Das wäre auch unnützes Wissen. Wir wissen Bescheid über die Art und Weise, wie Wirtschaft funktioniert. Wir wissen Bescheid über die Art und Weise, wie innere Sicherheit funktioniert. Wir wissen, wie man Grenzen schützt. Da ist verzeihlich, dass wir nicht wissen, was LGBTQAI+ ist. Ja. Plus ist. Und dass ein Junge vielleicht kein Junge ist und ein Mädchen vielleicht kein Mädchen. Und dass die allerwichtigsten, auf die man natürlich Rücksicht nehmen muss, die Transgender- und die Queer-Personen seien. Das ist absoluter Blödsinn. Demokratie, ja. Demokratie bedeutet schon, dass man Minderheiten berücksichtigt, dass man Minderheiten nicht diskriminiert. Okay, da sind wir auch dafür. Demokratie bedeutet aber immer noch Herrschaft des Volkes. Herrschaft auch einer gewissen Mehrheitsmeinung, Herrschaft einer Grundnorm. Es bedeutet nicht Herrschaft der ausgesuchten Minderheit. Denn wenn Demokratie Herrschaft der ausgesuchten Minderheit bedeuten würde, dann stelle ich euch schon die Frage, warum herrschten nicht diejenigen, die von Anfang an gesagt haben, diese ganze Covid-Geschichte ist irgendwo erstunken und erlogen. Warum herrschten nicht die, als sie gesagt haben, ich will mich nicht spritzen lassen? Diese Menschen wurden unterdrückt, diese Menschen wurden diskriminiert, unsere Grundrechte wurden entzogen von dieser Landesregierung von Dietmar Woidke. Und weil sie unsere Grundrechte
Menschenrechte so missachtet haben, weil sie die Basis unserer Gesellschaft mit Füßen getreten haben. Genau deswegen müssen wir sie aus dem Amt treten. Dietmar Woidke, dieser Grundrechtsverweigerer, gehört aus dem Amt gekickt. Überhaupt das für ein Typ? Dietmar Woidke sich und sagt, wenn die AfD stärkste Kraft wird, dann steht er nicht mehr zur Verfügung. Ja, ein solcher Charakter ist kein Landesvater. Ein solcher Charakter ist einfach nur ein schlechter Verlierer. Ist so. Aber die SPD muss sich ja an die Macht klammern. Schließlich hat sie hier in Brandenburg einen umfangreichen Filz aufgebaut. Ich wohne in Wildau, das ist im Landkreis Spreewald. Dort kam raus, dass die Landratskandidatin, vorletztes Jahr war es gewesen, Susanne Hinkoff mal eben öffentliche Einrichtungen nutzt, Wirtschaft oder Gesellschaft, um Unternehmen um Spenden zu bitten. Geförderte Unternehmen wurden eingeladen und um Spenden gebeten. Da wissen wir ganz genau, dass diese Bitte etwas nachdrücklicher passiert. Jetzt wird sie dann gefeuert. Und natürlich wollte die SPD den großen Mantel des Schweigens drüber ausbreiten. Das sehen wir überall. In Brandenburg, aber auch in Deutschland. Ich sage nur Kampakt, das sind diejenigen, die diese verleumderischen Faltblätter die ganze Zeit verteilen, von wegen die AfD würde, was weiß ich, den Rentnern die Rente wegnehmen wollen und so weiter. Kampakt bekommt mehrere 100.000 Euro Förderung aus dem grünen Familienministerium über das Förderprojekt Demokratie leben und spendet jedes Jahr einen 6-stelligen Betrag an die Grünen und einen 5-stelligen Betrag an die Linken. Pfui, das ist Parteifinanzierung direkt aus der Staatskasse. Und die schämen sich doch nicht mal dafür. Und die Union hat natürlich nach wie vor nichts anderes zu tun, als Brandmauern zu errichten. Bei dem Begriff Brandmauer muss ich immer lachen, weil ich mir denke, also eine Brandmauer soll eigentlich einem Feuer 90 Minuten lang widerstehen und 3 schweren Stößen. 3 Wahlergebnisse und 90 Minuten später ist die Brandmauer Geschichte. Also machen wir uns keine Sorgen, AfD wählen wirkt. Aber für die anderen ist ja nicht wichtig, was überhaupt in unserem Land noch funktioniert. Die Karola-Brücke in Dresden kann zusammenstürzen, Hauptsache die Brandmauer steht. Mal ganz ehrlich, was ist das für ein eklatantes Versagen? Wir hatten schon etwas früher, vor einigen Monaten, den Fall, dass in Bestensee eine Frau mit ihrem Kind im Auto getötet wurde, weil sie über eine Bahnschranke fuhr, die nicht geschlossen war. Stellte sich später heraus, jemand hat vergessen, die Bahnschranke zu aktivieren und der Zug kam. Pech für die Frau. Wäre da jemand über die Karola-Brücke gefahren, hätte man wahrscheinlich auch gesagt, ja, Pech für diese Person, die da drüber gefahren ist. Wir dürfen Gott danken, dass da niemand auf der Brücke war, als die eingestürzt ist. Aber wir leben mittlerweile in einem Deutschland, in dem man nicht einmal mehr einen Bahnübergang oder eine Brücke sicher benutzen kann. Das ist der Zustand unseres Landes. So weit haben die unser Land herunterkommen lassen, dass man nicht einmal mehr eine Brücke oder einen Bahnübergang vernünftig verwenden kann. Und da wurde gesagt, ja, die sollte ja saniert werden. Aber diese Brücke galt nicht mal als einsturzgefährdet. Eine Bundesstraße, die eingestürzt ist, galt nicht als einsturzgefährdet. Da stelle ich mir als allererstes die Frage, um Gottes Willen, wie sehen dann die Bauwerke aus, die offiziell einsturzgefährdet sind? Und das sind übrigens mittlerweile die Mehrzahl der Brücken in Nordrhein-Westfalen und auch viele, viele, viele der Brücken in Brandenburg. Wir müssen hier dringend etwas tun. Wir müssen doch auf die Sicherheit unserer Leute achten. Das ist der zentrale Auftrag des Staates, die Sicherheit der Menschen, der Bürger zu garantieren. Das macht die Regierung gar nicht mehr. Unsere Verkehrswege verkommen. Und unsere Sicherheit bei jeder öffentlichen Veranstaltung verkommt. Man weiß gar nicht mehr, ob man sicher auf der Straße unterwegs sein kann. Denn wenn was passiert, dann wird höchstens danach ermittelt. Und wir wissen ganz genau, dass der Messermörder potenzielle unserer Tochter dann sowieso wieder für psychisch krank eingestuft, einen Monat in irgendeine therapeutische Anstalt gebracht wird und dann als nicht abschiebefähig gilt, weil man ja kein Rückführungsabkommen mit Syrien hat. Und da stelle ich mir immer die Frage, wozu in Gottes Namen brauchen wir ein Rückführungsabkommen, wo es auch kein Hinführungsabkommen gibt? Die Leute setzen wir ins Flugzeug und fertig.
Und notfalls nennen wir das Ding um von Abschiebung in Ausreisebonus. Ist mir völlig egal. Aber bei uns bedeutet das nicht, 1.000 € Handgeld mitzugeben, 2 afghanische Jahresgehälter, damit die Leute da unten mit den Scheinen wedeln und sagen, guckt mal her, Leute, ich habe in Deutschland Frauen vergewaltigt, an Gruppenvergewaltigungen teilgenommen. Die haben mich ausfliegen lassen, haben mir einen Flug bezahlt. Übrigens, ich habe eine Anfrage gestellt, wo die Leute gesessen haben. Es war nämlich eine Maschine mit einer umfangreichen Business Class. Das war ein Airbus 350. Ja, das war eine große Maschine von Qatar Airways mit einer großen Business Class. Ich wollte wissen, wo die Leute sitzen, hat mir die Bundesregierung nicht beantworten können. Ich hake weiter nach. Ich will die Akten sehen. Nicht, dass die Leute auch noch Business abgeschoben worden sind. Ne? Ich halte bei dieser Bundesregierung mittlerweile alles für möglich. Luxusabschiebung mit 1.000 € Handgeld, damit die Leute dann zu Hause rumwedeln und sagen, guck mal, mir geht's gut. Ich habe in Deutschland Leute vergewaltigt und dafür bekomme ich auch noch 2 afghanische Jahresgehälter. Leute, fahrt alle nach Deutschland. Da gibt es jede Menge Kohle vom blöden deutschen Michel abzukassieren. Das ist doch keine Politik für das deutsche Volk. Das ist Politik gegen das deutsche Volk. Aber sie wollen das. Sie wollen das, diese Politik gegen das deutsche Volk. Sie wollen, dass hier ein bisschen Unfrieden existiert. Sie wollen, dass die Preise steigen. Es war die ganz bewusste Politik erst der Europäischen Zentralbank, dann der Regierung. Sie wollen das, was sie sozial-ökologische Transformation nennen. Sozial-ökologische Transformation. Und insbesondere wurde dieses Thema groß mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Wer sich die Rede von Bundeskanzler Scholz nochmal anhört, vom 27. Februar 2022 im Deutschen Bundestag, da sagte er, ja, also dieser Einmarsch der bösen Russen, ich paraphrasiere jetzt, muss uns beflügeln, unsere Politik der Bekämpfung des Klimawandels, unsere sozial-ökologische Transformation noch schneller durchzuführen. Sozial-ökologische Transformation bedeutet, dass gegen jegliche demokratische Entscheidung, gegen die Grundstrukturen unserer wirtschaftlichen Stabilität und Wirtschaftskraft Deutschlands eine Veränderung von oben verfügt werden soll, die plötzlich unser Land umwandelt in etwas, was es nicht ist und was es nie sein wollte, eine sozialistische Ökodiktatur. Das ist das, was die wollen, indem sie als den CO2-Ausstoß als Nonplusultra ihrer Politik definieren und daraus ableiten, dass wir keine Verbrennerautos mehr fahren sollen, dass wir nicht mehr heizen sollen, wie wir wollen, dass wir nicht mehr am besten atmen oder Fleisch konsumieren sollen, wie wir wollen. Das emittiert ja alles böses CO2. Und wenn ich selbst das Atmen kontrollieren und besteuern kann, dann bin ich in einer noch viel absurderen und perverseren kommunistischen Struktur, als die DDR je aufgewiesen hat. Weg mit diesen Betonsozialisten. Und deswegen ist die einzige Antwort die AfD. Wir bringen die Schulen wieder in Ordnung. Wir sorgen dafür, dass die Kinder wieder lernen, was wirklich zu lernen ist. Dann verstehen sie nämlich auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge und dann verstehen sie auch diese Ideologie der Altparteien. Wir sorgen dafür, dass die Wirtschaft wieder brummt. Das kann doch nicht sein, dass die ganzen mittelständischen Unternehmen reihenweise zumachen müssen, weil sie sich die Produktion in Deutschland nicht mehr leisten können. Das Gegenteil muss passieren. Ich möchte, dass Mittelständler in Bad Freienwalde, ich möchte, dass Mittelständler in Senftenberg, ich möchte, dass Mittelständler in Brandenburg an der Havel wieder aufmachen, neue Betriebe gründen, neue Wirtschaftskraft gründen und insbesondere das Brandenburger Land stärken. Es kann doch nicht sein, dass alle ins linksgrün versiffte Berlin wegziehen müssen. Wir brauchen die Verwurzelung mit unserer Tradition, mit unserer Geschichte, mit unserer Kultur, mit unserer Heimat und das ist hier in den Dörfern an solchen schönen Marktplätzen, die man in Berlin genau nirgendwo findet und deswegen brauchen wir wirtschaftliche Stärke auf dem Land und die werden wir als AfD garantieren. Und jedem, der jetzt noch zweifelt, dem sei gesagt, was hat sich denn in den letzten 5 Jahren zum Besseren gewandt? Wir haben deutlich mehr Messerangriffe jeden Tag, pro Stunde einer. Wir haben unsere Grundrechte gelassen an Covid-Zertifikaten. Wir bekämpfen jetzt das Klima, aber nicht mehr die Kriminalität.
Und unser Land verfällt ganz offensichtlich mit unseren Brücken und Straßen. Ich sage euch eins, 5 Jahre AfD-Regierung und Brandenburg ist nicht wiederzuerkennen, wird ein Stabilitätsanker in Deutschland sein, voller wirtschaftlicher Stärke, Infrastruktur, die funktioniert und Familien, die glücklich und in Ruhe leben können. Das ist das, was wir wollen. Die anderen nennen das rechtsextrem, weil es das ist, wovon sie schon gar nicht mehr zu träumen wagen. Die sind völlig abgebogen. Wir sind im Prinzip deren schlechtes Gewissen, weil wir das repräsentieren, was sie Jahrzehnte hätten repräsentieren sollen und nicht repräsentiert haben. Die Altparteien sind alt geworden. Die Altparteien kümmern sich nur noch um ihren Filz, nicht um ihre Bürger. Deswegen ist es Zeit für einen neuen Aufbruch des gesellschaftlichen Friedens, des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Deswegen ist es Zeit für die AfD. Und damit das gelingt und damit das weiterhin so bleibt, schalten wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Es kann doch wohl nicht sein, dass wir 18,36 € jeden Monat zu berappen haben und ansonsten in den Knast kommen, damit Journalisten uns von früh bis spät anlügen und sogar noch Grafiken und Balken über unsere Umfrageergebnisse fälschen. Dieser Rundfunk ist so getürkt, da kann jeder korrupte Schwarzhändler einpacken. Dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk hat genauso fertig wie die Altparteien, die er repräsentiert und ständig verteidigt. Das hat nichts mit Neutralität, es hat nichts mit Objektivität zu tun, denn sonst würden die Nachrichten ganz anders aussehen, auch über den Krieg in der Ukraine. Denn da, seid ohne Sorge, wird euch auch nicht alles erzählt, was zu erzählen wäre. Vor allem wird euch nicht klar gesagt, dass dieser Krieg vor allem uns schadet. Mit Energiepreisen, die durch die Decke gehen, mit über 1 Million Ukrainer, die auch zu uns gekommen sind, auch im Bürgergeldsystem sind. Wir dürfen das ja alle schön finanzieren. Und mit Waffen, die wir dringend bräuchten und die jetzt in der Ukraine wahrscheinlich sogar auch auf russischem Territorium eingesetzt werden. Auch hier habe ich eine Anfrage gemacht. Die Bundesregierung wollte mir keine Antwort darauf geben, welche deutschen Waffensysteme gerade in Kursk sind. Da wissen wir alle, was es geschlagen hat. Ich habe kein Interesse an einem Krieg mit Russland. Und ich glaube, hier hat niemand ein Interesse an einem Krieg mit Russland. Also fangen wir keinen Krieg mit Russland an. Und wenn ich jetzt der offiziellen Version der Bundesregierung glauben darf, dass angeblich ukrainische Generäle im Suff beschlossen hätten, dass sie mal eben Nord Stream 2 sprengen, dass sie dann Zelensky überzeugt hätten, der dafür war, der den Auftrag gegeben hat, dann eine Mannschaft entsandt wurde, dann Zelensky zu Biden gefahren wäre, der gesagt hätte, ist aber nicht so toll, Zelensky wieder in die Ukraine zurückgegangen wäre mit einer veränderten Meinung, die es seinen Generälen gesagt habe und die Generäle dann geantwortet haben, ja, die Operation können wir aber nicht mehr stoppen, es gibt keine Kommunikationsmittel. Also selbst wenn ich diese absurde Geschichte glaube, dann muss ich ganz klar sagen, ein Land, in dem sich die Generäle dermaßen besaufen, dass sie Kriegsgründe gegen andere Länder plötzlich anzetteln. Und ein Land, wo der Präsident eine Militäraktion nicht zurückholen kann, ist ganz bestimmt kein Land, dem ich auch nur eine Pistole in die Hand geben würde, geschweige denn Kampfflugzeuge oder Langstreckenraketen. Sollen sie sich besaufen mit aber ohne uns. Es ist mal Zeit, ganz einfach Schluss zu sagen, nach über 2 Jahren dauerhaften Lieferungen, dauerhaften Lobes für Herrn Zelensky, der übrigens die Hälfte der Parteien in seinem Parlament verboten hat. Klar, dass das unseren Altparteien gefällt. Ja. Es ist Zeit, eindeutig für den Frieden einzustehen und zu sagen, was uns nichts angeht, das geht uns nichts an. Uns geht der Krieg in der Ukraine nichts an. Uns gehen irgendwelche Leute in anderen Ländern nichts an. Uns geht der sogenannte Klimawandel nichts an. Was uns angeht, das ist der Wohlstand und
die Zukunft der Bürger, die uns mit ihrer Stimme ihr Vertrauen geschenkt haben. Das ist das Einzige, was uns zu interessieren hat. Und wenn der Maßstab unserer Politik nicht mehr irgendeine Ideologie, die da oben irgendwo geschrieben steht und im Elfenbeinturm von irgendwelchen Leuten entwickelt worden ist, wenn nicht mehr diese Ideologie der Maßstab ist, sondern die Bedürfnisse der Menschen vor Ort, hier in Bad Freienwalde und anderswo in Brandenburg, dann ist Politik wieder demokratisch, dann ist Politik wieder gut und dann ist Deutschland innerhalb kürzester Zeit wieder stark. Es ist Zeit für echten Wandel. Es ist Zeit, für den Frieden zu kämpfen. Es ist Zeit für Christoph Berndt und alle Kollegen, für Daniela Oehnhausen, für Lars Günther, für Kati Muxel, die ich hier sehe. Haben wir noch Falk Janke, habe ich gesehen, als Direktkandidaten. Für Marlon Deter in der Nähe von Potsdam bist du, ne? Werder eine Havel da in der Ecke. Es ist Zeit für all diese starken Menschen, die unser Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen werden. Stimmen Sie für die AfD. Sie riskieren nichts, wenn Sie nichts für die AfD stimmen. Riskieren Sie, dass es deutlich schlechter wird, indem es so weitergeht, wie es ist. Indem Sie für die AfD stimmen, riskieren Sie gar nichts. Sie riskieren höchstens, dass sich die anderen mal Gedanken drüber machen müssen, was für eine schlechte Politik sie tatsächlich betrieben haben. Und das gönne ich denen gerne. AfD, jetzt, es ist Zeit. Vielen Dank.